Moin Moin, Stefan hier von Baustoffhandel Carstensen, Ihrem Profi für Dach und Wand. Wir wollen euch heute mal zeigen, was für Unterschiede es gibt in Sachen Lichtplatten. Dafür haben wir hier mal unseren Manitou aufgebaut. Das ist ein Manitou 2550 mit 19,5 Tonnen Eigengewicht. Und nun haben wir verschiedene Lichtplatten hier, die wir mal einmal überfahren werden. Wir haben einmal eine PVC-Platte, herkömmliches Spundwandprofil. PVC erkennt man immer an der bläulichen Färbung, gibt es auch in grünlich, weil Schlagzähigkeitskomponenten und UV-Stabilisatoren beigemischt werden. Dann eine 0,9er Polycarbonatplatte im gleichen Profil. Dann nochmal eine 0,9er Sinusplatte, auch Polycarbonat. Dann eine Polycarbonatplatte 7618 Sinus mit Wabenstruktur 2,8 mm. Wird auch oft aus Marketinggründen im Internet angepriesen als Elefantenplatte. Ist aber normale Polycarbonatplatte. Uneingeschränkte Hagelschlaggarantie, hier nochmal hervorzuheben. Und das gleiche nochmal in Acrylglas. Auch Wabe 3 mm. Da lasst euch mal überraschen, was bei den beiden unterschiedlichen Materialien passiert, wenn wir da mit 19,5 Tonnen rüberrollen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, bevor ihr das Video zu Ende geguckt habt, was ihr meint, welche Platte ist am stabilsten. Als erstes testen wir die 1,2 mm PVC Spundwandplatte. So, dann starte ich mal den Manitou und wir lassen mal die 19,5 Tonnen rollen. Und dann gucken wir, was passiert. Wie man hier sieht, die Platte ist heile, ist nicht gebrochen, also PVC sehr elastisch, aber nur solange es nicht der UV-Strahlung ausgesetzt wird. Umso länger PVC unter UV-Strahlung ist, umso schneller oder die Komponenten, die da drin sind, gehen raus und das macht die Platte brüchig. Aber zu Anfang sehr elastisch und hagelschlagsicher. Nächste Platte 0,9 mm Polycarbonat im Spundwandprofil. Artet richtig in Sport aus hier. Immer hoch, runter, hoch, runter. So, dann wollen wir mal gucken, wie die 0,9er Polycarbonatplatte das verkraftet hat. Also hier sieht man schon gar nichts, also gar nicht mal Streifen. Polycarbonat ist eben das schlagzäheste und das hitzebeständigste Kunststoff. Der Vorteil ist, die Komponente, diese Schlagzähigkeitskomponente ist in der Grundsubstanz enthalten, die geht auch nicht raus. Polycarbonat bleibt schlagzäh, im Gegensatz zu PVC. Nächste Platte, die wir testen, 7618 Sinusprofil, eine Welle, 0,9 Polycarbonat, genau wie die Spundwandplatte. Daher lasst euch nicht irritieren von der Stärke. PVC ist in den meisten Fällen immer dicker, aber die Polycarbonatplatten halten eben deutlich mehr aus durch diese integrierte Schlagzähigkeitskomponente. Sollte eigentlich kein Unterschied sein zu der anderen. Wir wollten euch nur mal zeigen, dass es nicht formabhängig ist, wie die Hagelschlaggarantie, sondern materialabhängig. Auch hier unbeschädigt, gar nichts mit. Die Platte würde auch einen Hagel aushalten, obwohl sie so dünn ist. Als nächstes haben wir eben Polycarbonat 2,8 mm und eine Acrylglas 3 mm, beides Wabe, Welle Wabe, Sinus. Und nun lasst euch mal überraschen, was passiert. Diese Polycarbonatplatten, die dicken Platten, haben eine uneingeschränkte Hagelschlaggarantie. Einige unserer Mitbewerber
bezeichnen die auch als Elefantenplatte. Das ist, glaube ich, ein guter Marketing-Trick. Wir machen das halt mal anders jetzt mit dem Teleporter und zeigen auch mal, was passiert. Polycarbonat zuerst, Acrylglas als zweites. Optisch fast kein Unterschied. Beide Wabe, minimaler Unterschied in der Stärke, aber Materialien haben natürlich komplett unterschiedliche Eigenschaften. So, das knackte schon ordentlich. Ich bin mal gespannt. Ich krabbel mal runter hier. So, dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Okay, die eine ist ein bisschen über die andere gerutscht, aber Polycarbonat, nichts. 0,0 ist die schlagzähigste Platte am Markt. Gibt es in 2,8 und 2,6. Und uneingeschränkte Hagelschlaggarantie vom Hersteller. Acrylglas, ein Haufen Scherben. Acrylglas hat natürlich auch eine Daseinsberechtigung. Acrylglas hat auf jeden Fall die beste UV-Beständigkeit. Das Material kann man sich vorstellen wie Glas, sieht man hier auch. Die Oberfläche bleibt geschlossenporig, wobei sie beim Polycarbonat unter Mikroskop gesehen unter UV-Strahlung mehrere Jahre oder Jahrzehnte offenporig wird. Das ist der Vorteil von Acrylglas. Nachteil natürlich, muss verwindungsfreie Unterkonstruktion sein, Leimbinder oder Metall. Und von daher hat man eben bei Polycarbonat schon viele Vorteile. Schlagzähigkeit, Hitzebeständigkeit am höchsten, ca. 120 Grad, wo man hier bei Acrylglas bei 90, 80, 90 ist. PVC allerdings nur 70 Grad. Das sollte man so ein bisschen bedenken, wenn man sich eine Terrasse baut oder eine Überdachung. Ja, steht da eine Eiche oben, steht das unterm Baum, ist eine Eiche da über, fallen da Eicheln, Äste runter, dann ist man mit einer Acrylglasplatte mit Sicherheit nicht aufgehoben. Und es gibt natürlich keinen Unterschied, ob es Doppelstegplatten oder einschalige Platten ist. Das Material ist immer gleich. Polycarbonat ist schlagzäh. Also die Komponenten oder die Eigenschaften sind gleich. Das hat nichts damit zu tun, ob es eine Welle, eine einschalige ist oder eine Doppelstegplatte. Daher achtet ein bisschen aufs Material. Wenn noch Fragen sind, ruft gerne an. Helfen wir euch natürlich gerne weiter. Und ansonsten bestellt bei uns im Shop und baut euch eure Traumterrasse.